Es gibt Männer, die sich im Tod beweisen wollen, und es gibt Männer, die dabei über ihre Arbeit einschlafen. Hans gehörte zur zweiten Sorte. Der Mantel lag auf dem Tisch. Dunkelblau, schwerer Wollstoff und ein Saum, der noch nicht fertig war. Hans hatte den Auftrag 3 Wochen zuvor angenommen. Von einem Edelmann mit gepflegten Händen und der Art von Lächeln, die einen Schneider mit 30 Jahren Erfahrung sofort erkennt. Das Lächeln von jemandem, der zu zahlen vergessen wird. Hans hatte trotzdem zugesagt. Er hatte immer zugesagt. Seine Hände arbeiteten aus der Gewohnheit heraus. Er hätte es selbst nicht sagen können, wo die Absicht endete und der Reflex begann. Nach so vielen Jahren saßen die Bewegungen tiefer als das Denken. Der Zeigefinger links an der Kuppe hatte eine Schwiele, an der er die Nadel spürte, ohne hinzusehen. Der Daumen rechts war leicht nach innen gekrümmt, eine kleine Verwachsung, ein Ergebnis von Jahrzehnten des Stichziehens. Er hätte seine Hände im Dunkeln erkannt. Er hätte die Hände eines anderen Schneiders von seinen unterschieden, wie ein Blinder Buchstaben liest, durch das Tasten. Die Kerze auf dem Tisch war noch halb. Draußen hatte das Licht schon die Farbe von später Stunde angenommen, diese Orangefarbe, die keine Wärme mehr hat, nur noch die Illusion davon. Hans zog den Faden durch. Einmal, zweimal. Der Edelmann würde nicht zahlen. Das wusste Hans mit der Sicherheit, mit der er wusste, dass Regen nass macht. Er hatte den Mann schon einmal mahnen müssen, und beim zweiten Mal war die Mahnung mit einem Schulterzucken quittiert worden. Beim dritten Mal hatte er gar nicht erst gefragt. Er hatte sich an das Unrecht gewöhnt, wenn es oft genug kam. Er hatte seine Arithmetik angepasst. Er lehnte den Kopf zurück. Nur kurz. Die Kerze brannte noch. Die Nadel lag in der Stichrichtung, gerade wie ein kleines Komma hinter dem letzten vollständigen Gedanken. Der Mantel brauchte noch diesen einen Saum. Morgen. Es gab keinen Morgen. Die Kerze brannte herunter. Die Wachsschmelze sammelte sich am Rand des Leuchters. Das Licht wurde kleiner und ruhiger, wie ein Atem, der sich verlangsamt, bis er aufgehört hat. Draußen war es mittlerweile Nacht und die Nacht war still. Hans' Hände lagen geöffnet auf dem Tisch. Die linke noch beim Stoff, die rechte flach daneben. Die Nadel zwischen den Fingern der rechten Hand, das Öhr nach oben. Der Mantel lag unfertig da. Ein einziger offener Saum. Das war alles. Das Tor war aus keinem Stoff, den Hans kannte. Er stand davor und versuchte es einzuordnen. Das war sein erster Reflex, immer. Was ist das? Woraus ist es? Was kostet es? Kann man es verarbeiten? Aber das Tor widerstand der Einordnung. Es war einfach da, massiv und hoch und vollständig wie nichts, das er je gesehen hatte. Und dahinter war etwas, das er nicht sehen konnte, aber spüren. Eine Wärme, eine Schwere, ein Vibrieren wie das Summen eines sehr großen Instruments, das gerade nicht gespielt wird. Er hinkte. Seine Füße brannten. Er hatte keinen Stock. Dann öffnete sich die Klappe im Tor. Petrus schaute durch die Klappe. Er hatte das Gesicht eines Mannes, der seinen Posten gut kennt und ihn trotzdem jeden Tag neu antritt. Keine Ungeduld, keine Feindseligkeit. Nur der Blick eines Menschen, der gleich eine Entscheidung treffen wird. »Wer bist du? Was willst du?« Hans richtete sich auf, soweit das mit seinem Rücken möglich war. »Hans, Schneider, aus Hildesheim.« Kurz, klar. Dann: »Ich will hinein.« Petrus sah ihn an. Er sah ihn auf eine Art an, die man einen Augenblick der Prüfung nennen könnte. Eine Sekunde, in der sich eine lange Liste in einem Blick zusammenfasste.
Hans sah die Veränderung im Gesicht des Apostels und kannte sie. Das war das Gesicht von jemandem, der einen Namen in einem Buch gefunden hatte, nicht den guten Eintrag. »Lange Finger«, sagte Petrus. »Ehrlich wie der Dieb am Galgen. Du kommst nicht rein.« Hans stockte. Einen halben Herzschlag lang war es still in ihm. Nicht die vorbereitete Stille der Verteidigung, nicht die angestrengte Stille des Nachdenkens, eine andere. Die Stille von etwas, das trifft, bevor man sagen kann, wohin. Er kannte diese Stille. Sie war alt. Dann kam die Antwort. »Seht«, sagte Hans, und seine Stimme hatte die Geschwindigkeit von jemandem, der diese Worte nicht zum ersten Mal sagt. Nicht heute, nicht dieses Jahr, sondern in vielen Variationen, viele Jahrzehnte lang. »Seht, Flicklappen, das ist das, worum es geht. Kleine Reste, die vom Tisch fallen, die keinem gehören, die ohnehin verloren gehen. Kein Mensch nennt das Stehlen. Das ist Ehrlichkeit gegenüber den Verhältnissen.« Petrus hörte zu. Sein Gesicht verriet, er hörte nicht das erste Mal zu. »Außerdem«, fuhr Hans fort, »kann ich nicht zurück. Ich habe keine Schuhe mehr, die den Rückweg halten. Und ich habe mein Leben lang genäht. Ich kann Kindern die Kleider flicken, zerrissene Hemden reparieren, was immer gebraucht wird. Ich koste nichts. Ich nehme keinen Platz.« Er machte eine kleine Geste, die Hände geöffnet, Handflächen nach oben. Seine Art, Wahrheit zu zeigen. Petrus schaute auf die Hände, dann auf Hans' Gesicht, dann auf die Hände zurück. Er seufzte, oder was dem nahe kam, was ein Mann wie Petrus in einem Moment wie diesem tat. Die Tür öffnete sich, nicht vollständig, nur so weit, dass ein Mann von Hans' Statur, dürr, ein wenig krumm vom Rücken, die Schultern nicht mehr ganz gerade, durchkommen konnte, wenn er den Atem anhielt und die Schultern einzog. Hans zog den Bauch ein. Er drückte sich durch. Der Türrahmen war kalt gegen seine Wangen. Der Spalt roch nach nichts und gleichzeitig nach allem. Als hätte jemand alle Dinge, die er kannte, auf ihre reine Eigenschaft reduziert und dann nebeneinander gestellt. Er war drin. Petrus schloss die Tür, nicht mit Schwung, einfach zu. »Du setzt dich in den Winkel hinter der Pforte«, sagte Petrus. »Still, ruhig. Du rührst dich nicht.« Hans nickte. Er war gut darin zu nicken. Der Winkel war eng. Das war die erste Feststellung. Die zweite, er war still. Die dritte, hinter ihm war der Himmel. Hans saß mit dem Rücken zur Pracht und versuchte still zu sitzen. Das war schwieriger als erwartet. Er hatte sein Leben lang auf Hockern gesessen und sich dabei gebogen, gestreckt, gedreht, nach oben gegriffen und nach unten gebeugt. Stillsitzen war nicht sein Zustand. Stillsitzen war etwas, das man ihm auferlegen musste. Er saß still, eine Weile. Dann drehte er den Kopf. Nur ein kleines Stück. Nicht absichtlich. Oder doch absichtlich. Aber die Absicht war so klein, dass er sie nicht wirklich zählte. Sein Augenwinkel fing etwas auf. Licht. Keine normale Helligkeit, sondern etwas Vollständiges. Als hätte man das Licht aller Tage zusammengegossen und still werden lassen. Er drehte den Kopf zurück. Sein Herz klopfte stärker als in den letzten 30 Jahren. Er wartete. Petrus' Schritte entfernten sich. Gleichmäßig, bekannt. Die Schritte eines Mannes, der seinen Posten kennt und seinen Weg auswendig geht. Hans hörte sie bis zu einer Biegung, die er nicht sehen konnte, und dann war es still. Er fing an zu zählen. Bis 20 hatte er sich vorgenommen. Das war eine faire Grenze. Lang genug, dass Petrus weit weg wäre, kurz genug,
dass es sich nicht wie Warten anfühlte. 1, 2, 3. Er griff in die Tasche. Die Nadel war noch da, das glatte Metall, das kleine Gewicht, die einzige Sache aus seinem Leben, die er mitgebracht hatte. Er ließ sie wieder los. 17. Er stand auf. Er wusste, dass er es wusste. Das war das Ehrlichste, das er sagen konnte. Er wusste, dass die Zahl zu früh war, dass er selbst sich beschummelt hatte, dass 17 nicht 20 war und 20 ohnehin eine Erfindung, keine wirkliche Grenze. Er wusste das alles und stand trotzdem auf. Weil kein Mensch in einem Winkel sitzen bleibt, wenn der Himmel hinter ihm ist. Er drehte sich um. Was hinter ihm war, war nicht beschreibbar in den Kategorien, die ihm zur Verfügung standen. Also versuchte er es mit dem, was er hatte. Das Erste, was er sah: Qualität. Nicht im Überschwang, nicht Gold und Glitzern im Überfluss, nicht, was er erwartet hatte, irgendwo zwischen Traum und Kirchendecke, sondern Vollkommenheit im Maß. Jedes Ding hier war genau so, wie es sein sollte. Kein loser Faden, kein schiefer Winkel, kein Saum, der aufgegangen war. Die Wände, die Bögen, die Böden, das alles hatte die Art von Sauberkeit, die entsteht, wenn jemand nicht einmal Kompromisse kannte. Hans berührte eine Wand. Glatt, warm. Er zog die Hand zurück und berührte sie noch einmal, langsamer. Er ging weiter. Nicht planlos. Er hatte die Art von Orientierungssinn, die entsteht, wenn man sein Leben lang in fremden Häusern und Kellern und Kammern gearbeitet hat. Er hatte gelernt, Häuser zu lesen. Die Öffnung einer Tür, die Helligkeit eines Ganges, das leichte Schrägsein eines Bodens, das zum Zentrum hindeutete. Dieser Ort hatte ein Zentrum. Er spürte es. Er kam durch einen Gang mit Stühlen. Sie standen in Reihen und waren aus einem Holz, das er nicht benennen konnte. Nicht Eiche, nicht Ulme, nicht Nussbaum. Etwas, das all das auf einmal war und keins davon. Er lief an ihnen vorbei, blieb bei einem stehen. Er berührte die Lehne. Schwer, kalt, das Holz glatt, wie kein bearbeitetes Holz je glatt war. Er wusste nicht, wessen Stühle das waren. Dann, in einem anderen Raum, Instrumente. Aufgestellt wie in einer Kapelle, aber es spielte niemand. Hans kannte keine von ihnen. Er stand vor einer, die größer war als er, und sah die Saiten und spürte, ohne zu wissen warum, dass etwas Schweres in diesem Raum war. Nicht schwerer als Last, schwerer als Gewicht von etwas, das Bedeutung hat. Die Luft roch hier anders, nicht nach Staub, nicht nach dem Talgeruch seiner Werkstatt, nach nichts, das er je gerochen hatte. Der Geruch eines Raumes, in dem noch nie gearbeitet worden war. Er ließ sie stehen und ging weiter. Der Gang führte auf eine Tür zu, größer als die anderen, breiter. Der Türrahmen war aus demselben unbenennbaren Holz, aber hier war auch ein Schimmern darin. Nicht aufdringlich, nur da. Hans trat in den Türrahmen. Er blieb stehen. Der Thronsaal öffnete sich vor ihm. Hoch, weit, ruhig. In der Mitte ein Sessel. Höher als nötig, größer als nötig. Aus Gold und mehr als Gold. Aus einer Substanz, die das Licht nicht reflektierte, sondern behielt. Davor ein Fußschemel, klein im Verhältnis zum Sessel. Goldener Schemel vor goldenem Thron. Hans stand in der Tür und sah. Er kam nicht weiter. Nicht, weil jemand ihn aufhielt, sondern weil er zum ersten Mal in diesem ganzen langen, seltsamen Tag wirklich innegehalten hatte. Nicht aus Ehrfurcht genau, eher aus der Erkenntnis,
Dies ist das Zentrum von allem. Er trat einen Schritt hinein. Er wusste, was der Sessel war. Das war das Problem. Er wusste es genau, so wie man den Laden eines Goldschmieds kennt, auch wenn man noch nie drin war. Manches erkannte man, weil es immer da gewesen war, im Hintergrund der Dinge, als Idee. Der Sessel war die Idee, von der alle anderen Sessel nur Abschriften waren. Er stand davor und schaute ihn an. Der Sessel war zu hoch für eine bequeme Besteigung. Er hätte eine Treppe gebraucht oder wenigstens eine Kiste. Hans hatte keine Kiste. Er hatte Knie. Er kniete zuerst auf die Sitzfläche, zog sich dann hoch, richtete sich langsam auf. Der Stoff des Sessels, wenn Stoff das richtige Wort war, gab unter ihm nach wie ein fester Boden, der freundlich war. Er setzte sich. Er saß wie jemand in den falschen Kleidern. Der Sessel war für einen anderen Maßstab gemacht, breiter als seine Schultern, höher als sein Rücken. Er saß darin wie ein Kind auf dem Stuhl eines Vaters, die Beine baumelnd, die Hände auf den breiten Lehnen. Dann sah er. Die Welt war unten. Es kam kein langsames Annähern, kein Übergang. Ein Moment lang sah er die Decke des Thronsaals und dann sah er alles. Felder, Wälder, Flüsse, Städte, Menschen auf Wegen, Rauch über Häusern, Schiffe auf dem Meer, so klein wie Nadelstiche. Alles gleichzeitig, alles deutlich, alles so nah und so fern zugleich, dass er die Sessellehnen fassen musste. Er fasste die Sessellehnen. Sein Kopf wollte sich wegdrehen. Zu viel, zu weit, der Schwindel des Zu-viel-Sehens. Aber er hielt sich fest und blieb. Die Hände auf dem Gold. Sein Herzschlag. Schnell, dann langsamer, dann ruhig. Als hätte sein Körper begriffen, dass er nicht wegrennen konnte von etwas, das überall war. Er sah die Welt. Und mit dem Sehen kam das Verstehen. Nicht alles auf einmal, aber mehr als er je gewusst hatte. Er sah einen Markt und wusste, was die Händler in ihren Taschen hatten. Er sah einen Hof und sah, was hinter den Fenstern vorging. Er sah einen Wald und sah, wer sich darin verbarg. Das war kein Zaubern, das war nur der Blick von oben, der vollständige Blick. Er saß dort und spürte Gerechtigkeit, nicht als Gedanken, als körperliches Gefühl, ein Prickeln in den Fingern, eine Wärme unter dem Brustbein. Das war, wie Gerechtigkeit sich anfühlte. Wissen, was wirklich ist, den vollständigen Blick haben, endlich sehen, ohne angebrüllt zu werden, ohne jemanden, der einem in den Weg trat oder die Version verzerrte. Der Fußschemel war unter ihm. Er hatte ihn vorhin kaum bemerkt. Jetzt, beim Sehen, hatte er seinen Fuß leicht dagegen getippt. Gold, warm, schwer. Er war da. Hans schaute wieder nach unten. Die Welt war groß und vollständig und laut und still zugleich. Er schaute und verstand. Er verstand und schaute weiter. Dann sah er den Bach und bei dem Bach eine Frau. Er hatte die letzten Minuten alles gesehen, was ein Mensch sehen kann, wenn er von oben auf die Welt schaut. Kriege und Ernten, Geburten und Tode, das langsame Leben der Felder und das kurze der Städte. Er hatte gesehen und es war ihm überwältigend gewesen und schön und schwer zu fassen. Dann sah er die Frau am Bach und alles andere verschwand. Sie war alt, Arbeitshände, Wäscherschürze. Sie stand am Wasser und wusch, gleichmäßig, routiniert,
Die Bewegungen einer Frau, die das 1000-mal getan hatte. Hans sah das alles in einer Sekunde. Dann sah er, was seine Augen in der Welt immer als erstes fanden. Das Kleine, das Verborgene, den Übergang zwischen Haben und Nehmen. Sie schaute sich um. Links, rechts. Kein Zögern in der Bewegung, das Umsehen war schnell und geübt. Dann griff sie in die Wäsche und zog 2 Schleier heraus. Seidenschleier, fein, teuer. Sie wickelte sie unter ihre Schürze, ordentlich, ohne Eile. Die Hände auf den Sessellehnen schlossen sich. Die Bewegung dort unten war geübt, die Ökonomie von jemandem, der wusste, was er tat, ohne dabei aufzusehen. Er kannte dieses Bild. Er kannte es nicht von oben, er kannte es von der Seite, von unten, aus der Perspektive des Verdächtigten. Er kannte das Umsehen, das routinierte Greifen, das Verstecken unter der Schürze. Er kannte es, weil 30 Jahre lang Meister mit erhobenem Finger dieses Bild beschrieben hatten. Sein Bild. Er kannte es, weil sie ihn damit verglichen hatten. Ihn, Hans, der nur Flicklappen vom Tisch aufgehoben hatte, was überhaupt kein Stehlen war, was die Verhältnisse erzwungen hatten. Und jetzt sah er es. Er sah es genau. Von oben. Vollständig. Er verstand, was er sah. Er verstand es mit der Sicherheit, mit der er seit 50 Jahren Stoffe erkannte. Das war Diebstahl. Das war das Bild des Diebstahls. Das war genau das, was man ihm ein Leben lang vorgehalten hatte. Und er sah es jetzt vor sich, leibhaftig, von oben, mit dem vollständigen Blick. Er dachte nicht. Er griff nach dem Fußschemel. Es gab keine große Geste, keine Erhebung, kein Ausruf. Er griff einfach danach. Die Linie zwischen ich könnte und ich tue war so dünn, dass er sie nicht bemerkte. Er hob ihn. Der Schemel war schwerer als erwartet, aber er hob ihn, beide Hände. Er warf. Das Gold glänzte im Fallen. Ein Aufblitzen, ein Bogen durch die Luft unter dem Thronsaal. Eine Sekunde des Schönen, bevor es verschwand. Dann war es weg. Unten, irgendwo, in der Welt, bei einem Bach, bei einer alten Frau, die sich gerade umgesehen hatte. Hans saß mit erhobenen Armen, die Hände noch in der Wurfbewegung, die Finger geöffnet. Kein Geräusch von unten, keine Reaktion. Er wartete auf. Erleichterung. Die Leere nach einem gut gesetzten Stich, das Gefühl von richtig gemacht. Was kam? Das Kalte. Nicht Angst. Kälter als Angst. Die Kälte von etwas, das nicht mehr umgekehrt werden konnte. Er hatte den Schemel geworfen. Der Schemel war weg. Das war ein Schemel aus dem Thronsaal Gottes. Und er hatte ihn auf eine Frau bei einem Bach geworfen. Und der Schemel war weg. Er stieg vom Sessel. Langsamer, als er draufgestiegen war. Die Knie zuerst, dann tastend nach dem Boden, dann aufrecht. Er ging zurück in seinen Winkel. Er setzte sich. Er griff nach der Nadel in seiner Tasche. Sie war noch da. Das glatte Metall, das kleine Gewicht. Er hielt sie, ließ sie nicht los. Draußen war es still wie immer. Petrus stand an seinem Posten. Das war sein Ort. Das Tor, der Schlüssel, der Blick auf den Weg, der zur Pforte führte. Er kannte diesen Ort besser als irgendeinen anderen. Die Temperatur des Türrahmens, das Gewicht des Schlüssels in der Hand, das leichte Ziehen im linken Schulterblatt nach einer langen Stunde des Stehens. Er war gut in diesem Dienst. Er hatte den Befehl gehalten.
Der lahme Schneider saß still hinter der Tür. Hatte Petrus überprüft? Fast. Er hatte nachgesehen, bevor er weggegangen war. Ein kurzer Blick. Hans auf dem Boden, die Knie hochgezogen, die Hände auf den Knien. Ruhig. Petrus hatte gedacht, es ist gut. Dann kam die himmlische Prozession zurück. Das war das Schönste am Dienst. Die Ankunft, das Gefolge, die Heiligen, die Wärme, die sich vorausschickte wie die Wärme eines großen Feuers, die man fühlt, bevor man es sieht. Petrus trat zurück und öffnete das Tor weit, so weit es ging, und stand aufrecht, den Schlüssel gesenkt. Gott trat ein. Er schritt durch den Thronsaal. Petrus folgte, in angemessenem Abstand, die Hände vor dem Leib. Er sah Gottes Rücken, die Bewegung der Schultern, das gleichmäßige Gehen eines Wesens, das nie zu schnell und nie zu langsam war. Der Sessel. Gott setzte sich. Petrus sah den Fuß. Er tastete nach unten, zum Schemel, dieser kleinen automatischen Bewegung von jemandem, der immer weiß, wo seine Dinge sind. Die Bewegung stockte. Der Fuß tastete weiter. Links, rechts, noch einmal vorn. Fand nichts. Der Schemel war nicht da. Petrus sah Gottes Gesicht. Kein Zorn. Das war das Erste, das er sah. Kein Ausbruch, kein Donner, keine erhobene Stimme. Nur ein kurzes Schweigen und in dem Schweigen etwas, das schlimmer war als Zorn. Enttäuschung. Die Enttäuschung eines Wesens, das nicht mehr überrascht wird und trotzdem überrascht worden ist. Die Frage war kurz, ruhig. Wo ist der Schemel? Petrus wusste es nicht. Das war die Wahrheit. Er wusste es wirklich nicht. Er öffnete den Mund. Ich weiß niemanden, der da gewesen wäre. Die Worte kamen. Er hörte sie, während er sie sagte. Dann kam eine Pause. Keine lange, nur einen Atemzug. Und dann, als ein lahmer Schneider. Noch eine Pause. Der noch hinter der Tür sitzt. Er hatte gehofft, dass das Erstere reichen würde. Es reichte nicht. Gott schwieg einen Moment. Dann: Hol ihn. Petrus nickte. Er drehte sich um. Er kannte den Weg zur Pforte auswendig, aber an diesem Abend schien er länger als sonst. Hinter der Tür Hans. Er saß genauso, wie Petrus ihn verlassen hatte, die Knie hochgezogen, die Hände auf den Knien, das Gesicht ruhig. Nur die Nadel, die war nicht mehr in der Tasche. Er hatte sie in der Hand. Er sah Petrus. Er wusste, was kam. Petrus sah es in seinen Augen. Nicht Überraschung, nur das Gesicht von jemandem, der eine Nachricht erwartet und jetzt darauf wartet zu erfahren, welche. Komm, sagte Petrus. Hans stand auf. Er hatte kein Hinken mehr in diesem Moment. Der Thronsaal war weiter, als Hans ihn in Erinnerung hatte. Das war seltsam, weil er ihn gerade noch betreten hatte. Aber jetzt, auf dem Weg zur Mitte, schien er sich auszudehnen. Jeder Schritt ein neuer. Er hinkte. Das Hinken war zurückgekehrt. Petrus blieb stehen. Hans trat weiter. Gott saß auf dem Sessel. Hans sah ihn und versuchte nicht zu beschreiben, was er sah. Er war Schneider, nicht Dichter. Und manche Dinge ließ man besser in der Form, in der sie einen trafen, ohne sie anzufassen. Er sah jemanden, der sehr alt war. Uralt. Alt auf die Art, die keine Müdigkeit mehr kannte, weil alle Müdigkeit schon durch war. Der leere Platz unter Gottes Füßen. Hans sah ihn. Das war schwer zu übersehen. Bist du ein gottloser Schneider? Die Frage war nicht laut.
Sie war nicht anklagend. Sie hatte die Tonlage von jemandem, der eine Tatsache bestätigen will. »Wie hast du es gewagt, auf meinen Sessel zu sitzen?« Eine Pause. »Und wo ist der Fußschemel?« Hans atmete einmal durch. Er öffnete die Hände, Handflächen nach oben, dieselbe Geste wie vor dem Tor. »O Herr«, sagte er, »ich habe Gerechtigkeit vollstreckt.« Er erzählte, vollständig, wie er immer erzählte, wenn er in der Rechten war. Die Erkundung, den Sessel, das Sehen. Dann Gertraud, die Schleier, das routinierte Umsehen. Wie er es gesehen hatte, von oben, vollständig, eindeutig. Wie er gegriffen hatte, wie er geworfen hatte. Seine Hand zeigte, wie hoch er geworfen hatte. Fast stolz. »Sie hat gestohlen, Herr. Das habe ich gesehen. Ich habe von diesem Platz aus gesehen, was sie tat, und ich habe gehandelt. Das ist doch...« Er ließ es offen. Er wartete. Die Stille in Gottes Gesicht wurde größer. Nicht breiter, nicht lauter, nur dichter. Hans fühlte die Stille. Sie hat gestohlen. Er sagte es noch einmal, weil die Stille nicht antwortete. Das habe ich gesehen. Dann, oh du Schalk. Hans kannte dieses Wort. Er hatte es von Meistern gehört, die es nicht gut meinten. Er hatte es von Kunden gehört, die mit dem Zeigefinger dazugezeigt hatten. Er hatte es ein Leben lang gehört, manchmal zu Recht, manchmal nicht. Und er hatte jedes Mal eine Antwort gehabt. Jetzt hatte er keine. Er stand da, die Hand noch halb erhoben in der Geste des Erklärens, und schwieg. Gott sprach nicht lange. Das war das Erste, was Hans bemerkte. Die Rede war kurz. Kein Ausbruch, keine lange Liste der Vergehen, keine Erhebung der Stimme. Kurz, ruhig, mit viel Raum nach jedem Satz. »Wollt ich richten, wie du richtest«, sagte Gott. »Wie meinst du, dass es mir ergangen wäre?« Er wartete nicht auf eine Antwort, er gab sie selbst. »Ich hätte schon lang keine Stühle mehr, keine Bänke, keine Sessel, keine Ofengabel.« Eine Pause. »Ich hätte alles nach den Sündern geworfen, den Scheffel Weizen und die Kuh und alles, was da ist.« Das Bild entstand in Hans' Kopf ohne sein Zutun. Gott, der alles warf. Jeden Tag, jede Stunde. Weil er sah, was Hans heute gesehen hatte. Und nicht nur einmal. Nicht nur eine Wäscherin an einem Bach, sondern alles. Überall. Die ganze Welt und all ihre kleinen und großen Übergehungen. Hans hatte die Welt eine halbe Stunde lang gesehen und einen Schemel geworfen. Gott sah sie seit immer und warf nichts. Das war das Ant. Das war, wofür der Sessel war. Nicht zum Sitzen im Sinne des Ruhens, sondern zum Aushalten. Das war die Last, die auf dem Sessel lag. Und der Fußschemel unter dem Sessel, das kleine goldene Ding, das jetzt unten in der Welt lag, bei einem Bach, bei einer alten Frau. Der Fußschemel war das Ausruhen gewesen, das Kleine, das Einzige. Hans sah den leeren Platz unter Gottes Füßen. Er hatte ihn leer gemacht, damit der Herr kein Ausruhen hatte. »Fortan kannst du nicht mehr im Himmel bleiben«, sagte Gott. »Hinaus mit dir in die höllische Schar.« Hans öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Er hatte eine Antwort. Sie war noch da, klein und hartnäckig, wie ein Stich, der nicht aufgeht. Aber sie hat gestohlen. Das war immer noch wahr.
Das würde immer noch wahr sein. Gertraud hatte die Schleier unter ihre Schürze gesteckt und er hatte es gesehen. Von oben. Vollständig. Und er wusste gleichzeitig, er spürte es, ohne es denken zu wollen, dass das gar nichts bedeutete. Nicht hier. Nicht auf diesem Sessel. Das Sehen und das Richten gehörten nicht zusammen, nur weil sie gleichzeitig möglich waren. Das Richten gehörte jemandem, der lang genug zugesehen hatte, um zu wissen, was er nicht sah. Hans hatte zugeschaut und gesehen. Diebstahl. Er hatte nicht gesehen Gertrauds 15 Jahre, die Herren, die Schleier, die Verteidigung, die aussah wie das Vergehen. Er schwieg. Petrus trat von der Seite her zu ihm. Seine Hand kam auf Hans' Schulter. Keine Worte, nur die Hand. Warm, schwer. Die Hand eines Mannes, der schon einmal in einer ähnlichen Position gewesen war und dem es auch nicht besser ergangen hatte. Hans ließ sich führen. Die Himmelspforte schloss sich. Hans drehte sich nicht um. Er hatte gelernt, in dieser Stunde, in dieser einen langen, seltsamen Stunde, mehr als in dem langen, seltsamen Leben davor, dass man sich nicht umdrehte. Er drehte sich nicht um, aber er hörte das Geräusch. Das Geräusch war ein gewöhnliches Geräusch. Holz auf Holz, Riegel auf Stein, das leise Klicken von etwas, das sich schließt. Nicht Donner, nicht das Dröhnen einer kosmischen Tür, nur das Geräusch einer Tür, die zufällt, wie Türen immer zufallen. Überall, überall. Dann war Stille. Hans stand auf einem Weg. Er wusste nicht, woher der Weg kam, und er wusste auch nicht, wohin er führte. Aber er war da. Ein Weg unter seinen Füßen. Und seine Füße brannten wieder. Und die Schuhe hatten Risse, die er schon auf dem Weg hierher bemerkt hatte und für die er keine Nadel und keinen Faden gehabt hatte. Er nahm einen Stock. Er wusste nicht, woher der Stock kam. Er war einfach da. Am Rand des Weges. Ein guter Stock. Die richtige Höhe. Hans nahm ihn ohne zu fragen. Er ging geradeaus, weil das die einzige Richtung war, die er kannte, wenn man aus irgendetwas hinausgeworfen worden war. Der Weg war lang. Er hatte keine Ahnung, wie lang. Die Zeit hier funktionierte anders, das hatte er gemerkt. Sie dehnte sich manchmal und raffte sich manchmal zusammen, ohne eine erkennbare Logik. Er ging und dachte und hörte auf zu denken und ging. Irgendwo auf dem Weg griff er in die Tasche. Die Nadel war noch da. Er stand still für einen Moment, mitten auf dem Weg, mit dem Stock in der einen Hand und der Nadel in der anderen. Er hatte keinen Faden. Er hatte keinen Stoff. Er hatte kein Werkzeug außer der Nadel. Er hatte keine Ahnung, was er damit sollte. Jetzt, hier, auf dem Weg zu einem Ort, den er nicht kannte. Er steckte sie wieder in die Tasche. Er behielt sie. Das war das Einzige, das er mitgebracht hatte aus dem Leben. Eine Nähnadel. Nicht Reichtum, nicht Anerkennung, nicht das Ansehen des ehrbaren Mannes, um das er sein Leben lang kämpfte. Eine Nadel. Es war das Ehrlichste, was er mitbringen konnte. Am Ende des Weges, oder nach einer Weile, die sich anfühlte wie das Ende des Weges, sah er Licht. Kein himmlisches Licht, das war er jetzt gewöhnt, er kannte den Unterschied. Feuerlicht. Gewöhnliches Feuerlicht, das aus einer Öffnung drang, und mit dem Licht Stimmen. Er trat näher. Der Ort hieß Wart Einweil. Der Name stand an einer Wand, eingeritzt in Stein, nicht mit besonderer Schrift. Hans las ihn und blieb stehen. Wart Einweil. Warte ein Weil.
Er stand da und ließ das Wort in sich setzen. Er war sein ganzes Leben ein Mensch gewesen, der wartete. Auf Zahlung, auf Anerkennung, auf den Moment, in dem die Rechnung aufging und er im Recht war und alle sahen, dass er im Recht war. Er hatte gewartet und das Warten hatte ihn auf einen Schemel gebracht, auf den er kein Recht hatte. Und von dort wieder herunter und dann hierher. Wart einweil. Das war zumindest ehrlich über das, was er jetzt zu tun hatte. Er trat ein. Die Männer um das Feuer, fromme Soldaten, machten Platz. Nicht viel, aber genug. Einer rückte zur Seite, ohne aufzusehen. Hans setzte sich. Das Feuer war warm. Das war das Erste und das Einzige, was ankam. Das Feuer ist warm. Nicht, was ist das für ein Ort? Nicht, was wird aus mir? Nicht, war das alles jetzt richtig oder falsch? Das Feuer war warm und er hatte zerrissene Schuhe und wunde Füße und einen Stock und eine Nadel. Und er hatte eine Geschichte, die er jemandem erzählen könnte, wenn jemand fragte. Er sah die Männer an. Sie sahen zurück. Er sagte seinen Namen, die Hand in die Tasche. Die Nadel war noch da. Das Feuer brannte weiter. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,